So, wir wollen jetzt eine AU, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für unseren Patienten ausfüllen. Dafür suchen wir den Patienten aus, Patientenauswahl. Wie immer erstmal haben wir unseren Dummy-Patienten, den wählen wir dann aus, drucken auf Formular und suchen dann hier runter AU-Bescheinigung, klicken drauf. So, dann öffnet uns Damsoft nämlich das Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das Formular. Jetzt müssen wir den Zahnarzt fragen, wie lange unser Patient arbeitsunfähig ist. Hier voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich. Da gibt der Arzt das an, wie lange. Der sagt bis einschließlich den 28. Dem ist schließlich jetzt schön ein Zahn gezogen worden, dem schwillt die Backe an und der muss als Lehrer viel reden und da geht das nicht. So, aber wie gesagt, das sagt euch der Arzt. Ebenso hier unten die Diagnose, die muss auch mit drauf. Dafür klickt ihr auch hier rein ins Feld. Da öffnet euch Damsoft schon im rechten Feld unterschiedliche Diagnosen, die ihr nehmen könnt. Die werden aber auch nur auf Ansage des Arztes übernommen. Hier hat der Zahnarzt uns gesagt, ist Diagnose K01.1, Zahn impaktiert. Da klicken wir drauf. Wie ihr seht, übernimmt Damsoft das hier oben schon. Wenn es eine andere Diagnose ist, könnt ihr die oben hier frei über das Feld, wo eben, kann man kurz wegmachen, könnt ihr dann hier oben über das Feld frei eingeben. So, wir wollen jetzt aber wie gesagt Zahn 1.1 übernehmen. Jetzt haben wir es zweimal hier. Das können wir auch einfach wieder rauslöschen. Dann gehen wir hier einfach rein, machen das weg über Tastatur und drücken hier rein. So, jetzt seht ihr hier ist die Diagnose und dann könnt ihr ausdrucken. Beim Ausdrucken müsst ihr darauf achten, wir haben zwar keinen Laserdrucker, wir drucken das auf ganz normalem Papier aus, also nicht auf dem Formular, denn dieses Formular braucht so einen Nadeldrucker, das haben wir nicht. Also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Laserdruck muss da oben stehen. Dann kommt die richtig raus. Drücken wir auf Drucken, nicht auf OK. Das ist nämlich so eine kleine Damsoft-Angelegenheit. Wenn ihr auf OK drückt, dann druckt das nicht, sondern nur auf Drucken. So, dann können wir das wegmachen. Damsoft fragt uns jetzt automatisch, ob wir, weil wir die AU-Bescheinigung ausgestellt haben, auch eine 7700 eintragen möchten als Leistung. Machen wir natürlich ja, gibt schließlich Geld. Abräumen, welcher Behandler die AU-Bescheinigung ausgestellt hat. Auf Auswählen, auf OK drücken und hier unten seht ihr jetzt die 7700 ist eingetragen. Und die AU-Bescheinigung lassen wir jetzt noch vom Zahnarzt unterschreiben, beide Seiten, und geben sie dann dem Patienten mit. Das war das Ausstellen einer AU.